Wir haben heute den 30. April und da kommt schon mal die Lilly aus dem Hafen. Die fährt jetzt zusammen mit der Tangaroa, die kommt da dahinter. Fahren die zusammen auf die Azoren und dann nach den Azoren natürlich weiter nach Europa. Sie haben ganz schwachen Wind aus Süden und danach laufen sie leider in eine Flaute, aber irgendwie werden wir schon durch. Da hinten ist die Tangaroa. Was und Schotbuch wünsche ich nicht mehr. Ja, danke schön. Schönen Gruß an die Flaute. Ja, ja. Steuerbord. Von Steuerbord. Ciao, fair wind. Bis dann. Ciao. Ja, ja, nee. Das wünsche ich nicht mehr. Ich wünsche jetzt immer nur auf fair wind. So, jetzt fahren sie nochmal um die AAA rum. Zu dieser Zeit war nicht geplant, dass ich auch über den Atlantik zurückgehe nach Europa, sondern ich wollte eigentlich in der Karibik bleiben. Entweder in Grenada oder in Curaçao, um dort die Hurricane-Saison zu überbrücken. Aber dann kam irgendwie alles anders. So, da sind sie wieder, die Lilly. Nach diesem Desaster, was die Tangaroa erleben musste auf dem Atlantik, sind sie ja beide umgedreht. Liegen jetzt hier mehr oder weniger neben uns oder kommen neben uns. Und 2 Tage bevor sie wieder losfahren wollten, haben sie mich abends beim Abendessen überredet, auch mitzukommen nach Europa, sodass wir im Konvoi segeln können. Ich also alleine und die beiden jeweils zu zweit auf ihren Schiffen. Heute ist der 9. Mai 2022. Es ist jetzt 15:30 Uhr ungefähr. Und hinter uns ist die Lilly mit Gerold und Iris. Und da ist die Tangaroa mit Karin und Marc. Und wir fahren alle 3 zusammen Richtung Horta. Und jetzt geht's los. So, wir sind alle 3 los. Vorne rechts ist die Lilly. Ich bin ganz hinten. Links wird man jetzt nicht sehen. Vor uns ist die Tangaroa. Wir haben ausgemacht, dass wir zusammenbleiben in UKW bzw. AIS-Reichweite und dass der langsamste von uns die Geschwindigkeit des Konvois bestimmt. Und wie geht's mir? Eigentlich gut. Mir geht's super eigentlich. Wir sind jetzt unterwegs hier. Wir haben fast Ostkurs, Ost-Nordostkurs. Also wir sind praktisch genau auf dem Großkreis auf der Runtline. Super klasse. Wir sind gut unterwegs mit über 6 Knoten. Perfekt. Vor mir, direkt rechts vor mir ist die Tangaroa, direkt links vor mir ist die Lilly. Wir sind sehr eng beieinander. Zu eng eigentlich für längere Strecken oder für die Nacht kann man auseinandergehen, aber jetzt ist alles gut. Perfekt. So, am ersten Abend, jetzt ist 8 Uhr abends lokale Zeit, gibt es das erste Problem, nämlich mein AIS-Sender sendet nicht, sondern empfängt nur. Ist jetzt aber relativ neu. Vorher ging alles noch, aber seit einer Stunde sendet er nicht mehr und ich weiß nicht warum. Wir machen wir jetzt erstmal mein Bett. Da. Und dann machen wir was zu essen und morgen gehe ich das Problem an. Keine Ahnung. Das nervt. So, und am zweiten Tag hatte ich das Problem, dass ich eine ziemlich große Dummheit begangen habe, nämlich mit der Hand
bin ich in den Windgenerator gekommen hinten und das hat mir hier den Finger, den Ringfinger, ganz schön lediert. Ja, man sieht es wahrscheinlich ein bisschen, aber jetzt kann ich ihn schon wieder nach 3-4 Tagen kann ich ihn schon wieder bewegen, aber noch nicht richtig. Ne? Der ist ein Problem. Aber das war wirklich meine Dummheit. Sowas macht man ja nicht. Also in den laufenden Windgenerator habe ich da reingefasst. Da hätte auch der Finger ab sein können. Wir hatten 1,5 Tage lang einen relativ rauen Seegang und auch viel Wind. Das war dann nicht so angenehm, vor allem weil das Deck ständig überspült und die Wellen sind zum Teil gegen gedonnert und übers Schiff geschossen. Und das hat alle Schwachstellen, die es so gibt, offengelegt. Meine beiden Luken zum Beispiel, die sind beide undicht, die hintere große Luke und die vordere Luke. Und die muss ich unbedingt abdichten. Also wenn wir morgen in der Flaute sind, muss ich mich daran machen und die Luken rausholen. Ich habe die Luke erstmal provisorisch abgeklebt mit Panzerband, dass sie dicht ist. Seitdem ist sie auch erstmal dicht, aber das ist natürlich keine Lösung. Aktuell ist es aber sehr gut. Die Wellen haben sich beruhigt, der Wind hat sich auch beruhigt. Sagen wir mal, jetzt ist er noch 15, 16 Knoten. Scheinbarer Wind jetzt 20, 21 Knoten zum Teil. Wir kommen mit 7 Knoten voran, 7,3, 7,4 zum Teil. Die beiden anderen Schiffe, die Lilly und die Tangaroa, die sind ganz in meiner Nähe. Jeweils so 5 Meilen Abstand immer hinter mir. So, heute ist der 14.05. Das ist der 6. Tag. Und das Wetter ist gut, mir geht super gut. Wir fahren jetzt hier Richtung Norden, weil der Wind ein direktes Anliegen nach Horta nicht erlaubt. Dann müssen wir nach Norden fahren und kommen dann aber nach einem kurzen Flautengebiet morgen. Durch das wir morgen durchfahren, kommen wir dann in den Südwesten und können vermutlich dann durchfahren, hoffentlich durchfahren bis Horta. Ich habe mir alles eingerichtet, soweit der Plotter läuft, hier unten auch. Draußen der läuft auch. Hier oben ist das Iridium-Telefon, da habe ich auch schon telefoniert. Damit bekommen wir immer unsere Wetterdaten. Da drüben habe ich meine Schlafstätte. Die wird nachts, entsprechend werden die Kisten weggemacht und das Lehsegel wird hochgezogen. Und dann kann ich quasi im Salon schlafen. Das ist wunderbar. Hinten wäre es wahrscheinlich noch zu unruhig. So. Ich sehe mal zu, dass ich alles sauber habe, die Küche sauber habe und so weiter, damit ich da keine großen Abwaschsachen übrig habe. Und hinten, naja, vielleicht kann ich sogar jetzt hinten schlafen, wenn es ruhiger wird. Wir segeln die ganze Zeit unter Selbststeueranlage. Das funktioniert hervorragend. Die Windsteueranlage funktioniert hervorragend und wir haben auch sehr gute Bedingungen jetzt, wie man sieht. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber es sind doppelte Vorsegel draußen und es ist großes Gerefft. Und so fahre ich eigentlich die ganze Zeit. Das innere kleine Vorsegel ist gesetzt und das äußere wird nur dazu genommen, wenn ich ein bisschen schneller sein will. Die Tatsache, dass ich hier alle Systeme am Laufen habe, Radar, AIS, Alarmsektoren und so weiter, sorgt dafür, dass man gut schlafen kann. Also ich schlafe hier die ganze Nacht durch, bin total ausgeschlafen. Alle 1,5 Stunden habe ich einen Wecker an, der weckt mich dann und ich gucke einmal auf die Bildschirme. Die Bildschirme kann man übrigens implizieren, auch mit dem iPad, dann hier auf dem Tisch. Sieht also sofort, was außen rum ist und kann direkt wieder weiter schlafen für die nächsten 1,5 Stunden. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass mein AIS, das aktive AIS, also das Aussenden, nicht mehr richtig funktioniert, sondern der fällt immer wieder aus. Die Kiste hat irgendein elektrisches Problem oder elektronisches Problem. Und das ist eigentlich für mich als Einhandsegler schon schwierig, weil die muss funktionieren. Was für ein friedlicher Abend. Der Wind ist ganz schwach geworden. Wir haben so
8 Knoten Warmwind. Fahren 5,5 Knoten ungefähr bis 6 zum Teil. Und keine Welle mehr. Das Schiff läuft ganz ruhig. Richtig schön. Am 7. Tag fahren wir jetzt durch die Flaute. Ich habe jetzt erstmal die Maschine angemacht nach 747 Seemeilen unter Segeln. Ich habe es eigentlich auch nur deshalb angemacht, weil vorne die Lilly und die Tangaroa sind. Die sind schon die ganze Nacht unter Maschine, während ich noch segeln konnte. Und die sind jetzt 30 Meilen, glaube ich, sogar vor mir. Die möchte ich wieder ein bisschen einholen. Ich habe mir erstmal einen Kaffee gemacht nach getaner Arbeit. Bisschen ausruhen, Kaffee und Schokolade. Und ich habe noch ein bisschen Arbeit vor mir, weil ich habe das hintere Lug neu eingebaut, komplett neu eingedichtet und alles, weil es ja wahnsinnig gesuppt hat. Und nachher ist noch das vordere Lug dran. Und jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee und ruhe mich erstmal ein bisschen aus. So, jetzt wird das vordere Lug erstmal ausgebaut. Dazu gehe ich hier hoch, vorne in der Koje und dann von da aus raus. Das Lug baue ich von hier ab, brauche ich nicht extra rauszugehen. War alles komplett undicht hier, kann man sagen, was man will. Schlauchboot habe ich hochgebunden und so wird es gemacht. Zum Glück ist die Flaute, absolute Flaute. Genug Zeit. Aber das hätte nicht sein müssen, das hatte ich auch vorher richtig machen müssen. Das ärgert mich wirklich. Aber ich bin immerhin eingeschnallt. Auch wenn ich rausgehe. Die Arbeiten sind jetzt erledigt. Beide Fenster sind neu eingedichtet, neu eingebaut und mit Sikaflex neu eingedichtet. Wir haben gar keinen Wind heute, es ist totale Flaute. Aber das war ja zu erwarten. Und so gehen wir ganz langsam in die Nacht. Ich laufe jetzt hier mit 4 Knoten bei 1200 Umdrehungen. Die anderen beiden müsste ich ungefähr in 2 Stunden treffen. Die waren ein Stück weiter weg. Und dann mache ich mir was zu essen, was Schnelles und dann geht's ins Bett. Heute ist der 18. Mai, der 10. Tag der Überfahrt. Und im Moment ist der Wind sehr gut. Wir sind hier im Bereich von südwestlichen Winden. 15 bis 20 Knoten oder bis 17 Knoten. Ganz stetige Winde, sehr schön. Wir fahren direkt Richtung Osten. Leider ist ja einiges passiert, einiges kaputt gegangen. Erstens habe ich meine Hand in den Windgenerator gekriegt, ist aber fast alles verheilt. Und ich kann sie eigentlich wieder so, ich sag mal, zu 90% benutzen. Und dann ist ja auch einiges kaputt gegangen. Oder geht nicht mehr. Das Wichtigste, was gestern wirklich kaputt gegangen ist, dass der Herd nicht mehr funktioniert. Ich habe kein Gas mehr, ich kann nicht kochen. Und das ist natürlich eine Katastrophe, wenn ich nicht kochen kann, weil darauf bin ich nicht vorbereitet. Ich habe zwar einen Wasserkocher, um warm Wasser zu machen, so dass ich mir Kaffee und Tee machen kann und so elektrisch. Und ich kann mir auch Suppen warm machen, mit heißem Wasser aufgießen. Aber alles, was so im Wesentlichen da ist, Nudeln, Tomatensauce, alles, was man kochen muss, das geht nicht. Aber ich kann mir auch Brot backen, da habe ich genug Brotbackmischung. Das ist so ein bisschen das Schlimmste, muss ich sagen. Das, was mir am meisten umtreibt, weil ich habe auch noch ungefähr 12, 13 Tage vor mir. Es sind noch 1300 Meilen oder je nach Umweg noch ein paar mehr sogar. Das heißt, wir haben noch nicht mal die Hälfte der Strecke. Das ist nicht gut. Man kann aber sehen, dass die Bedingungen hier wirklich sehr gut sind. Wir steuern mit der Windsteueranlage. Wir fahren aktuell immer so um die 6, 7 Knoten.
manchmal sogar hoch bis 8, je nachdem. Jetzt ist gerade wieder ein bisschen flauer, aber ist gut und uns erwartet in 2 Tagen ungefähr, oder in 1,5 Tagen, erwartet uns ein Flautengebiet, das heißt, da werden wir wieder völlig ausgebremst. Wahrscheinlich Maschine mit langsamer Drehzahl einen Tag laufen lassen oder 30 Stunden laufen lassen, dass wir vorwärts kommen. Und was danach kommt, ist unklar, da gehen alle Wettermodelle auseinander. Also die Wettermodelle sprechen von sehr viel Wind im Norden. Mit anderen Worten, bleibt lieber im Süden, deswegen machen wir auch Ostkurs. Oder Sturmtief regelrecht im Norden. Ein Modell sagt, dass es tief über uns wegzieht und wir dann Nordostwind kriegen, also genau Gegenwind. Und ein anderes Modell, da ist dieses Tief gar nicht drin. Also man sieht, dass die Systeme die laufen völlig auseinander. Die Wettersituation hier ist sehr volatil. Und auch die Wetterwelt, einige haben ja hier Wetterwelt, die Lilly, die hat eine Beratung über Wetterwelt gebucht. Und auch die Mizan, die ist auch noch dabei. Peter, der ist da vorne irgendwo mit Crew. Und naja, 390. Die haben auch Wetterwelt gebucht und Wetterwelt hat empfohlen, vor 2 Tagen geht bis auf 36 Grad hoch nach Norden. Das wären 600 Meilen gewesen innerhalb von 3 Tagen. Das geht gar nicht. Einen Tag später heißt es, nee, nicht nach Norden gehen, sondern nach Osten. Also auch die können, obwohl man viel Geld bezahlt hat, ich glaube, so eine Wetterberatung kostet 560 € oder so für so eine Überfahrt. Wir kriegen dann täglich Beratung. Die können es auch nichts anderes machen, als die Wetterdaten oder die Wettermodelle auszulesen, die der Computer oder irgendein Supercomputer ausspuckt, und suchen sich halt ein Modell aus und machen nichts weiter als das, was wir auch machen. Wir gucken uns die an, berechnen voraus, oder lassen das System vor oder uns anzeigen, wie die Wetterentwicklung sein wird und sagen dazu, okay, dann werden wir mit unseren Geschwindigkeiten da sein und versuchen, das so zu optimieren. Aber wenn die praktisch nach 3-4 Tagen komplett auseinanderlaufen, kann man nur sagen, okay, die nächsten 2-3 Tage sind sicher, was dann kommt, sehen wir später. Und nichts anderes kann der auch machen, Wetterwelt. So, das war von heute, am 18. ist es kühler geworden. Man sieht auch, ich habe immer noch ein T-Shirt an, aber immerhin, ich habe eins an. Und nachts wird schon empfindlich kalt, da muss man eine dickere Decke haben. Aber gut, so ist es. Ich freue mich auf die Azoren. Heute ist der 11. Tag, der 19.05. Die Nacht war wirklich scheiße, muss ich sagen. Also die war schrecklich. Weil das Boot hat dermaßen geschwankt. Ich habe ja nur ein Vorsegel draußen. Das Boot hat dermaßen geschwankt. Furchtbar. Bei dem achterlichen Wind und bei diesen hohen Wellen, die hauen einen richtig raus. Ich war aber wenigstens unter Windsteuerung die ganze Zeit, sodass, wenn ein Winddreher ist, dass er dann die Winddrehung mitmacht. Ja, heute Morgen habe ich entdeckt, dass die Batterien völlig leer sind, um 11,6 Volt nur noch haben. Das heißt, mir blieb nichts weiter übrig, als den Generator von vorne zu holen. Vorne im Ankerkasten ist der Generator drin gewesen, der kleine, tragbare. Den nach hinten zu schleppen. Mit dem Auspuffrohr auch noch, das Auspuffrohr zu holen, nach hinten zu schleppen, damit die Auspuffgase nach Lee weggehen. Und ja, der läuft jetzt, um die Batterien zu laden. Das ist ja dann okay, aber ich bin froh, dass ich den erstmal hier hinten habe. Das wiegt ja auch ein paar Kilo, wiegt ja über 20 Kilo, glaube ich. Dann backe ich auch noch Brot. Jetzt ist es 8:30. Dauert noch 2 Stunden, ungefähr 10:30, dann kann ich frühstücken. Aber ohne Generator wäre das mit dem Brotbacken gar nicht mehr drin gewesen. Und ich hätte mir uns auch kein warmes Wasser machen können, weil die Batterien, wenn die so runter sind, können die natürlich nicht mehr elektrisch warmes Wasser versorgen. Das geht ja nicht. Also ich ziehe gerade noch Wetter. Draußen sieht es besser aus heute. Die Wellen beruhigen sich so ein bisschen, aber nicht wirklich. Aber der Himmel sieht besser aus. Es ist nicht mehr so grau und verregnet, sondern man sieht schon ein bisschen blau und man sieht ein bisschen die Wolkenstrukturen durchkommen. Von daher hoffentlich wird es jetzt besser.
Heute ist der 19.05. Wir fahren jetzt hier nebeneinander. Die Lilly und ich. Sehr dicht beieinander, mitten auf dem Atlantik. Wirklich ungefähr zur Halbzeit unserer Fahrt von Frankreich, St. Martin, zu den Azoren nach Horta. Hier geht noch relativ hoch, aber das Wetter hat sich beruhigt und wir werden jetzt hier an den Klautenloch fahren. Das macht aber nichts. Ich glaube, da wird jetzt gerade der Kursierung vorbereitet. Dann werde ich mal dranbleiben werden. Die Tangaroa hat keinen Wind mehr hinten. Oh je, wir werden auch bald keinen mehr haben, das schläft sich auch gerade ein. Kannst du das nochmal wiederholen? Das ist jetzt kein Rennen da vorne, weil hier ist der Wind voll eingeschlagen. Leider schlägt der Wind wirklich gerade ein. Aber kann man nichts machen, weil erwartet für heute Abend. Gucken wir mal, wie lange wir noch segeln können hier. Aber der Wind, der wird ja gleich auch komplett weg sein. Ja, das glaube ich auch. Wir wissen gar nicht genau, uns ist der Wind aber auch immer weniger. Kann sein. Und Andreas meinte, es wäre vielleicht ein Vorbote, aber wer weiß. Wie war denn euer Essmahl jetzt zuletzt? 133. Okay, danke. So, wahrscheinlich haben wir jetzt die letzten Windhauch, bevor dann die angekündigte Flaute von 1,5 Tagen kommt. Aber ein bisschen Wind kommt gerade wieder auf, aber nicht viel. So, da ja aktuell das Gas nicht mehr geht, warum weiß ich noch nicht, muss ich mal rausfinden.
habe ich mir Folgendes überlegt, um zu kochen. Mit dem Wasserkocher mache ich zunächst mal Wasser warm oder heiß zum Kochen bringen. Das Wasser mache ich vorher heiß über die Heizung. Dann kommt es in den Topf. Dann kommen die Nudeln in den Topf. Das Ganze kommt in den Wonderbag und bleibt bis 20 Minuten drin. Dann sind die Nudeln wahrscheinlich fertig. So, und die Tomatensauce, die fülle ich um in irgendwas anderes. Und die kommt dann oben in die Mikrowelle und wird heiß gemacht. Und dann müsste ich eigentlich mein Essen haben. Achso, und die Maschine läuft, weil durch dieses Wasser heiß machen, elektrisch und Mikrowelle und so geht viel Energie verloren. Und aktuell geht auch der Watt-NC nicht, da ist eine Leine gebrochen, die muss ich noch reparieren und deswegen lade ich jetzt auch gleichzeitig noch die Batterie ein bisschen vor. Mit der Maschine. Es herrscht absolute Flaute. Wir haben uns verabredet per UKW, dass wir sehr dicht zusammenbleiben, weil ich muss hinten am Heck überprüfen, warum das Gas nicht mehr geht, beziehungsweise ob eventuell alle Gasflaschen leer sind. Sie sind ja bei der Abreise voll gewesen und was da eventuell für ein Defekt ist. Eine dritte Gasflasche, die ich noch an Bord habe, die konnte ich nicht mehr füllen lassen vorher, weil die werden bloß einmal die Woche gefüllt und durch die kurzfristige Entscheidung loszufahren, ist die Ersatzgasflasche leider leer. Wie sich herausstellt, sind auch die beiden hinteren Gasflaschen in dem Gasfach leer und vermutlich sind die Regler, die dort alle Gasflaschen zusammenschließen und automatisch umschalten von der leeren auf eine volle. Ich nehme an, dass dieser Regler nicht mehr in Ordnung ist und alle Gasflaschen geleert hat. Also ab jetzt gibt es kein Gas mehr und gut, bei einem anderen Wetter hätte ich es auch nicht mehr machen können. Es schwankt jedenfalls ziemlich. Alles klar. Die Flaute haben wir hinter uns. Das war ungefähr 30 Stunden in der Flaute. Wir sind jetzt aber so genau auf der Kante zwischen Flaute, die vor uns ist, und nicht mehr Flaute, was hinter uns ist. Somit haben wir jetzt 7 Knoten, 6 Knoten scheinbaren Wind. Vorhin waren es mal 10 sogar. Und sind recht langsam unterwegs, sind mit 3,5 Knoten. Heute Nacht soll allerdings der Wind zulegen und dann auf 14, 15 Knoten bis morgen 18 Knoten hochgehen, sodass wir dann ganz flott unterwegs sind. Heute ist es etwas enttäuschend langsam, auf der anderen Seite sehr entspannt. Also ich genieße das auf jeden Fall. Jetzt hier bald ist der Sonnenuntergang. Und mir geht's richtig gut. Mir fehlt eigentlich an nichts, außer an was warm zu essen, weil das Gas alle ist. Ja. Die Gasflaschen waren ja alle leer, das ist das Problem. Es war irgendein Leck da hinten drin. Von daher schade. Jetzt habe ich ungefähr 10 Tage lang kein Gas und nichts Warmes vernünftig zu essen. Aber das werde ich auch überleben. Bei dem ruhigen Wetter kann ich auch jetzt mal die Reparaturen machen von den Dingen, die der Helmut mir mitgebracht hat. Zum Beispiel den Reifen neu machen. Der alte war ja kaputt. Und das Ganze wieder zusammenzubauen. Also es ist so schön ruhig, als ob man im Hafen wäre. Ein bisschen tricky, aber es wird schon gehen hier. So, langsam kommen wir hier dem Schiedwetter an. Die Front, die uns begleiten wird, wahrscheinlich bis kurz für die Azoren. Die ist da. Neben mir ist hier erstmal links zu sehen Tangaroa. Und mal ganz hinten ist die Lilly. Hier sieht man nochmal die Tangaroa, die auch mächtig rollt. Hat jetzt offenbar das Vorsegler weggenommen, weil das rollt wahrscheinlich zu sehr und knallt immer wieder uns her.
So, wir haben unsere Genua jetzt weggerückt. Das Ding, das war ja nur noch am Schlagen. Dann jetzt nur das Buch raus und machen 2 Knoten Fahrt. 4. Ja, wie das immer so ist, im Schauer filmt man nicht gerne. Bin ich fast ein bisschen spät, aber der Schauer ist kräftig rübergegangen, der Wind hat um 90 Grad gedreht. Und ich habe das erste Mal seit ewigen Zeiten mal wieder Ölzeug dran, das fühlt sich wieder komisch an. Aber ich habe das dreifach gelassene Groß draußen und so eine Selbstanlage kann man dreifach das Groß draußen, ja, und fahre einfach ganz langsam durch. Jetzt sind es noch 600 Meilen. Jetzt der zweite Tag, wo der Wind so stark ist. Die nächsten 3 Tage bleibt so. Ich bin jetzt dabei, hier nochmal Wetter zu ziehen. Aber es ändert sich nicht. Wir sind einfach in dieser Front drin. Wir sind in einer riesigen Front drin. Und ich meine, man könnte ja mal beidrehen. 12 Stunden oder 24 Stunden beidrehen. Ruhe ins Schiff bringen. Aber das Problem ist, das können wir uns nicht leisten. Einen Tag nachdem wir ankommen, ist über den Azoren ein riesen Sturmtief. Das heißt, wir müssen durch. Wir müssen hier weiterfahren. Wir müssen mindestens 6 Knoten machen über Grund. Das machen wir auch. Damit wir hier am 28. ankommen. Am 28. Heute ist der 24. Und am 29. oder 30. ist dieses Sturmtief da. Und zwar genau über den Azoren. Richtig mit Wind. Mit Wind über 40 Knoten. Also da dürfen wir auf gar keinen Fall reinkommen. Das heißt, wir müssen dieses Schiff, oder wir müssen unsere Schiffe hier durchprügeln. Wir müssen da durch jetzt. Geht nicht anders. Was gut ist, ist, dass diese beiden Schiffe da sind. Das ist gut. Quatschen manchmal mal Scherze und so. Das heitert die ganze Sache auf. Aber dieser Wind und dieses schlechte Wetter ist wirklich... Gestern war es schlimmer, weil gestern sind wir voll in die Wellen reingedonnert. Das ganze Schiff hat immer erzittert. Wir können aber nicht mehr abfallen, weil wenn wir mehr abfallen, dann fahren wir am Ziel vorbei. Dann müssen wir am Ende noch kreuzen. Das geht auch nicht. Also wir müssen so hoch bleiben. Wir sind 60 Grad am Wind. Wir müssen so hoch bleiben bei dem Wind, der ist zum Teil bis 30 Knoten in den Böen. Das heißt, hoch am Wind 30 Knoten heißt, du siehst 35 Knoten auf der Uhr. Also die Bedingungen sind schon zum Abgewöhnen hier. Wir hatten eben über 30 Knoten Wind, 33 Knoten. Oh, das ist so ein winziges Segel, als wie so ein Sturmsegel im Prinzip. Oh, scheiße. Also jedenfalls verkünde ich hiermit offiziell, dass ich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit keinen Ozean mehr überqueren werde mit eigenem Schiff und vor allen Dingen auch nicht und dann auch nicht Einhand, obwohl zu zweit wäre es wahrscheinlich auch nicht besser. Ich bin jetzt hier auch näher wieder an die Lilly rangerutscht. Hier oben ist die Lilly, hier bin ich. Man sieht, dass ich da so einen Schlenker nach oben gemacht habe, weil ich habe sie auch nicht mehr gesehen auf dem AIS und jetzt bin ich bei 7,5 Meilen dran und jetzt können wir uns wieder sehen. Dann nehme ich die Tangaroa, die aber nicht mehr, weil die haben das Problem mit ihrer Funkanlage. So, heute wird nochmal ein Brot gebacken. Die Brotbackmaschine ist da unten, die ist schon vorbereitet, da ist schon Wasser drin. So, und ich bin jetzt dabei, das Mehl hier mit der Trockenhefe zu vermischen und dann auch die Klumpen hier rauszukriegen, die eventuell noch drin sind vom Vakuumieren, weil die
Brotbackmischungen, die waren alle vakuumiert. Aber gut so ist, unten vorne ist nämlich wieder durch diese undichte Luke einiges an Salzwasser reingekommen. Und das Fach, wo das Brot lagert, da war Wasser drin. Aber da die alle vakuumiert sind, sind sie alle trocken zum Glück. Sonst werde ich sie alle wegschmeißen, wenn das nicht mal mehr Brot ist. Alles nicht so einfach. Aber es ist natürlich toll, dass es diese Maschine gibt. Die hat schon so viel Brot jetzt gebacken und so viel Nutzen gezeigt. Ja. Das ist schon aber, weil die in Bewegung übrigens, die man hier machen muss, und Verrenkung, bleibt man auch jung, hoffe ich. Draußen scheint heute immer mal die Sonne. Wir haben noch 400 Meilen, das heißt noch knapp 3 Tage. Und das erste Mal seit etlichen Tagen scheint die Sonne und der Wind ist nicht ganz so stark. Das ist mein ist immer noch um die 20 Knoten. So, Klappe zu. Jetzt kommt dann der Stecker rein. Und in 3 Stunden ist das Brot fertig. Geschwitzt. Das ist jetzt für mein Frühstück ein Frühstück gemacht. Tee, den habe ich hier in so einer, wie sagt man denn, Panzerwand gemacht, damit es nicht runterrutscht. Dann 3 Brote und ich habe die letzte Nacht geschlafen, das gibt's so. Ich habe geschlafen wie ein Stein. Ich habe vergessen, den Wecker anzumachen, ich habe durchgeschlafen. Ich glaube, ich bin am Stück 5 Stunden mindestens geschlafen. Wenn nicht länger. Aber die Alarmsektoren im Radar und AIS, die waren ja an, von daher hätte ich gewartet, wenn da was ist. Und, die beiden Schiffe Lilly und Tangaroa sind hinter ihr, 300,6 Meilen. Wir haben für alle den gleichen Kurs. Und ja, totaler Schock. Ich habe nicht mal die Mitternachtsposition aufgenommen und auch nicht den Post gemacht, dort publiziert. So fertig war ich. Ich bin einfach eingeschlafen. Jetzt bin ich relativ fit. Das ist mal das Frühstück hier. Und dann kann der Tag beginnen. Wir haben ein bisschen mehr Wind. So. Windstärke 6 mit Böen 7, wir haben 75 Grad über Wind, laufen knapp 7 Knoten und der Wind soll aber im Laufe des Tages auf Süd drehen, also ein bisschen mehr drehen, so 10 Grad weg, sodass wir vielleicht 80 Grad am Wind sind. Soll den Tag über so bleiben und dann langsam ab Nachmittag abnehmen. 3 bis 4 Knoten abnehmen. Und am Orienttag wesentlich mehr. So, jetzt ist leider der Autopilot von der Tangaroa wieder ausgestiegen und die suchen jetzt den Fehler, treiben aber irgendwie da ab in die falsche Richtung, keine Ahnung, oder gehen rüber oder was. Und wir bleiben jetzt erstmal hier. Ich hab beigedreht. So, beim Beidrehen oder Beiliegen liegt das Boot relativ ruhig in der Welle. Wir kommen kaum vorwärts. Aber es geht jetzt schon wieder weiter. Die Tangaroa, die haben jetzt ihre Windsteuerung wieder aktiviert und sind wieder auf Kurs. Und jetzt will ich auch die Fock wieder rüberholen und dann geht es wieder weiter. Es ist immer ein bisschen schwer bei schwerem Wetter zu filmen, aber das ist das, was wir hier seit 3 Tagen machen, glaube ich. Seit 3 oder 4 Tagen, ich weiß ja gar nicht mehr so genau. Und es ist ganz schön nervig. Ziemlich hohe Wellenberge immer wieder. Da kracht es auch ganz schön hier. Und eine Scheibe hat es mir schon zerborsten. Ja, ist halt so.
Aber wir sind zum Glück nicht mehr ganz so hoch am Berg. Ich weiß nicht, ob man das Heulen hört von dem Wind. Man sieht es vielleicht hinten an der Flagge. Es ist schon eines los hier draußen. So, heute am 19. Tag hat sich das Wetter beruhigt, die Wellen sind ruhiger geworden und wir fahren hier relativ schnell, so mit 7 bis 8 Knoten. Heute ist der letzte Tag. Wir haben auch nicht mehr diese Wellen, die sich so brechen, sondern es ist alles noch ein bisschen aufgewühlt, aber sonst kein Problem. Es ist nachmittags um 5. Ich habe noch 60 Meilen zu fahren. Aber die Inseln sieht man zumindest auf der Seekarte schon voraus. Da rechts oben sieht man sie. Ich bin heute Nacht, ohne es zu wollen, im Schlaf den beiden Buddyboats Lily und Tangaroa 15 Meilen weggelaufen oder 12 Meilen weggelaufen. Und ich war einfach schneller, ich habe es aber auch nicht gemerkt. Und deswegen war dann heute Morgen die Überlegung, ob ich jetzt vorfahre, alleine schneller bin, ich bin schneller. Und dann eventuell nicht die ganze Nacht unterwegs bin, sondern in der Nacht ankomme oder früh in der Nacht ankomme. Oder ob ich auf sie warten soll, dann hätte ich 2-3 Stunden beigedreht und dann wären sie wieder dran gewesen. Und dann hätten wir die Nacht noch durch die Segel und wären dann morgen früh angekommen. Und irgendwie sind wir alle übereingekommen, dass es besser, wenn ich jetzt Gas gebe und sehe, dass ich so früh wie möglich ankomme. Ehrlich gesagt, mag ich nicht mehr und ich bin auch total müde. Also mir kommt es eigentlich. Am 19. Tag oder am Tag Nummer 19 kommt die Insel in Sicht, Fayal im Morgengrau. Meine Güte, was ist das für ein tolles Gefühl. Hier auf der anderen Seite ist der Pico, der Monte Pico, der immer in den Wolken ist, wo die Spitze gerade rausguckt hier. Das war jetzt die letzte Nacht ohne Schlaf, aber müde bin ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich bin ich nachher müde, wenn der Anker gefallen ist im Hafenbecken und ich glaube, da brauche ich erstmal ein Bier oder irgendwas und dann falle ich wahrscheinlich um. Grüne Landschaft. Ganz grüne Landschaft auf den Asphalt. Schön sieht es aus im Morgenlicht. So, und hier vorne beginnt der Hafen. Der Anker ist geworfen, aber ich muss eins sagen, ich habe Horta noch nie so voll erlebt wie jetzt. Das ist ja unwahrscheinlich. Wir liegen hier wie im Mittelmeer so dicht aufeinander vor Anker. Das ist unglaublich. Jedenfalls bin ich erstmal da. Meine Güte, bin ich froh darüber. Und in ungefähr 2 Stunden kommt die Tangaroa an und die Lily auch. So, da kommen sie, die anderen beiden Helden. So, vorne als erstes kommt die Lily angerauscht. Gleich dahinter kommt die Tangaroa. Hey! Hallo! Bravo! Schön, dass du auch schon da bist. Willkommen! Bravo!
Bravo! Gott sei Dank. Bravo!